Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Vlog für diese Woche. Ja, wir sind diese Woche wieder etwas spät dran. Es ist bereits Mittwoch. Ich hatte einfach so viel zu tun. Internes Audit, ja, Montag generell wegen den Streiks und so. Viele Problematiken. Ja, heute den ganzen Tag nochmal Planung und etc. pp. Vorbereitung auf ja, ein Meeting morgen, ein ganztägiges. Und dementsprechend habe ich keine Zeit gefunden, mich bei euch zu melden. Ja, ich wollte trotzdem mal so ein paar kleine Sachen mit euch teilen. Das Schlimmste zuerst. Und zwar scheint es so zu sein, dass hier in dem Bereich, hier ist übrigens noch ein Handtuch als provisorischer Vorhang, dass hier in dem Bereich, in dem die Wasserleitung eigentlich vor dieser Wand herläuft und dass dort in dem Bereich irgendwie der Frost reingekommen ist und dementsprechend die Kaltwasserleitung eingefroren ist. Ja, ich bin heute nach Hause gekommen nach einem ellenlangen Tag. Also ich war heute um 5:30 schon unterwegs und bin praktisch, ja, gerade eben so gegen 5 nach Hause gekommen. Und ja, da kam Sarah dann und sagte, ja, das kalte Wasser funktioniert nicht mehr. Naja, gut, ich habe es jetzt mal ein bisschen ausprobiert. Es scheint ein bisschen Bewegung drin zu sein in der Leitung. Die Warmwasserleitung läuft dort direkt auch in dem Bereich. Ich habe jetzt mal ich lasse jetzt mal immer wieder ein bisschen Warmwasser laufen. Vielleicht taut die Leitung dann auf. Ich habe sowieso gleich noch ein bisschen was zu erledigen. Ich muss noch ein Protokoll vorbereiten und so weiter. Und dementsprechend bin ich dann hier. Ich werde da mal gucken. Die Temperaturen, wir haben aktuell -11, -12 durchgehend seit Tagen. Das hatten wir auch so nicht, so krass, so lange. Deshalb, ja, wahrscheinlich jetzt ein Härtetest. Aber ab morgen sind die Temperaturen wieder im Plus. Natürlich sitzt der Frost noch dort dann drin, sage ich mal. Aber indem wenn es jetzt auftaut und ich stelle dann, heute Nacht ist nochmal -12, -13, wenn ich dann jetzt regelmäßig warmes Wasser anstelle und die Leitung ist dann frei, dann ja, ist dort ja Wärme drin, sage ich mal. Denn sehr wahrscheinlich, habe ich hier mit meiner Abmauerung mit den Ytongsteinen auch ein bisschen dazu beigetragen. Denn Ytongsteine haben ja einen gewissen Dämmwert. Und dadurch, dass jetzt auch noch hier die Badewanne davor steht, muss es einfach irgendwie so sein, dass durch diese massive, dicke Außenwand irgendwie der Frost reinkommt und irgendwie dann über einen längeren Zeitraum wahrscheinlich Stück für Stück die Leitung eingefroren ist. Ich kann mich täuschen, aber ich hatte gestern schon vielleicht ein bisschen das Gefühl, aber wer denkt schon an sowas, dass die Wasserleitung ein bisschen, also dass dort ein bisschen wenig Druck drauf war. Und ich denke mal, das ist jetzt so Stück für Stück langsam eingefroren. Und ja, jetzt habe ich eben mal, wie gesagt, ein bisschen warm Wasser laufen lassen. Und als ich dann, hier kam dann ab und zu mal so ein kleiner Schwupp. Und als ich ich war jetzt gerade eben 20 Minuten, eine halbe Stunde oben, habe nochmal mit Sarah geredet. Und als ich dann runter bin, habe ich hier in der Küche dann Kaltwasser aufgedreht und dann hat es hier so blub, blub gemacht in der Badewanne. Das konnte ich ja gut hören. Hier ist ja jetzt Wasser drin. Ein bisschen schon warmes Wasser. Und ja, dementsprechend ist dort ein bisschen Bewegung drin, zumindest ein Druckausgleich. Und ja, laut dem Klempner können die neuen Rohre auch, können die Rohre, die hier verbaut sind, auch ein bisschen was ab. Also es ist eine gute Wahrscheinlichkeit, dass das Rohr das überstanden hat. Müssen wir dann natürlich gucken. Ich gehe dann runter in den Keller, ich überprüfe das. Aktuell ist der Wasserdruck, also aktuell ist keine Wasserbewegung drin, wenn alle Hähne zu sind und keiner auf Toilette war und die Spülkästen volllaufen. Ja, das heißt, das behalte ich jetzt erstmal ein Weilchen im Auge, lasse immer wieder warmes Wasser laufen, damit der Hohlraum dort ein bisschen aufgewärmt wird und hoffe dann mal, dass die Leitung dann frei ist und dass die nicht beschädigt ist. Ja, und dann haben wir eigentlich keine Probleme die nächsten Tage. Es muss trotzdem gemacht werden. Es ist jetzt natürlich wieder eine Geschichte. Wahrscheinlich ja, die Badewanne abrücken. Dahinter ist eh kein Fliesenspiegel. Dann muss ich das nochmal, also müssen wir die Badewanne nochmal einmal anheben, abklemmen und dann müssen wir die Wasserleitung hier vorne in dem Bereich einmal kappen. Und dann wird die wahrscheinlich vor der Wand hergeführt, beziehungsweise
eingeschlitzt. Dann mache ich dann 2 neue Fliesen. Wir haben ja noch genug vor. Also im Endeffekt sieht man dann später nichts mehr davon, aber wir werden die Wasserleitung dann nochmal in den Innenbereich verlagern und dementsprechend noch dicker ummanteln. Ja, wir haben jetzt einfach gesehen, wieder erwarten, dass dort eine Problematik ist und wir müssen das jetzt einfach lösen. Ja, ist gerade wieder ein bisschen viel, aber wir lassen uns davon ja die Laune nicht verderben. Ich würde sagen, ich halte euch auf dem Laufenden. Vielleicht haben wir gleich ein bisschen Glück und es geht langsam wieder frei. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sobald ich dann das Kaltwasser erstmal wieder läuft, dass es dann ja, warm genug ist, dass wenn ich es laufen lasse, dass es dann abschmilzt. Ne? Und so in etwa habe ich mir das dann vorgestellt. Da müsste ich halt nur gucken, dass ich jetzt regelmäßig hier in der Nacht nochmal runtergehe, warm Wasser einmal in der Küche aufdrehe, hier in der Badewanne, damit der Hohlraum halt wie mit einer Heizung, also es funktioniert im Prinzip dann wie eine Heizung. Ne? Ja. Hier sieht man auch, das ist auch noch eine nächste Baustelle. Beziehungsweise was ich festgestellt habe, was ein Grund dafür sein könnte, warum ich so schlapp bin. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass dieses Amulett, was ich mir damals mal gekauft habe, vor vielen Jahren, dass das kein Edelmetall oder ähnliches ist, sondern wahrscheinlich entweder reines Blei oder irgendeine Bleiverbindung. Und ja, ich habe es einfach gemerkt. Es war ja schon immer ein bisschen angelaufen, aber ich habe jetzt mal die Tage einfach mal so just for fun mal eine alte Zahnbürste gehabt. Dann wollte es mal einfach ein bisschen, damit es noch blanker wird. Und da war die Zahnbürste danach grau. Und das ist eigentlich dann ja sag ich mal, so wie Blei halt ist, wenn es oxidiert. Und dann habe ich hier hinten auf der Rückseite, sieht man vielleicht hier so kleine Punkte. Da habe ich dann mit der Nadel reingestochen und man kann halt reinstechen. Es ist weich. Also es ist schwer, es ist wie Blei. Also ich glaube, ich habe die letzten 2 Jahre einfach mal ein Stück Blei mit mir rumgeschleppt, direkt auf der Haut. Und ja, da passen halt viele Symptome, die ich so mal hatte eine Zeit lang. Also dieses schlecht drauf sein, müde etc. pp. Also schlecht drauf sein im Sinne von, ja, man hat einfach keine Lust und so. Das ist jetzt ja irgendwie mal so ein Ding gewesen. Und jetzt habe ich das seit Montag nicht mehr um, das Amulett. Und seitdem, ja, geht es steil bergauf. Also ich habe so viel Energie wie schon lange nicht mehr. Ich bin überhaupt nicht mehr müde. Also in irgendeinem Zusammenhang muss das schon stehen. Naja, behalten wir das mal im Auge. Und ich würde sagen, falls jemand von euch da ein bisschen Erfahrung hat, was so Bleivergiftung angeht etc., ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie man sich da jetzt am besten verhält. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, einfach zu sagen, jetzt wo es bergauf geht, mir es gut geht und das wird ja irgendwann mit der Zeit vom Körper wieder abgebaut, diese Belastung, dann brauche ich eigentlich nicht zum Arzt gehen. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, das mit Medikamenten, sage ich mal, aus dem Körper rauszukriegen. Aber naja, solange es mir gut geht, braucht man es vielleicht nicht. Keine Ahnung. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich werde jetzt erstmal Abendbrot essen, werde dann mein Protokoll vorbereiten und nebenbei dann das hier im Auge behalten und sobald sich irgendwas tut, melde ich mich. Also bis später. Ciao. So, liebe Leute, herzlich willkommen am Freitag. Ja, kurzes Update. Gestern die Dienstberatung, die lief hervorragend. Ich war ungefähr so eine, ja, oder wir alle waren ungefähr so eine Dreiviertelstunde vor Feierabend fertig. Dann konnte ich halt noch so ein bisschen ganz entspannt in den Feierabend reinarbeiten und dementsprechend, ja, war es gestern eigentlich alles in allem ein recht guter und recht ruhiger Tag. Ja, unsere Wasserleitung als Update, die ist immer noch eingefroren. Ja, nachts und tagsüber ist das Wasser abgestellt. Jetzt gerade ist es wieder aufgedreht. Noch ist die Leitung dicht, also wenn Wasserdruck drauf ist und die Spülkästen wieder voll sind und alle Wasserhähne zu sind, dann bewegt sich in der Wasseruhr absolut gar nichts. Auch nicht, wenn man dort 15 Minuten steht, aber das heißt ja nichts, weil noch ist es eingefroren. Ja, super doof gelaufen, dass es dort jetzt, ja, sag ich mal, wenn jetzt mehrere Tage um die minus 15 Grad sind, dann scheint der Frost tatsächlich dort reinzukommen und dementsprechend müssen wir da was machen.
Ich hoffe, die Leitung hat es überlebt. Das werden wir jetzt sehr wahrscheinlich in den kommenden Tagen herausfinden. Problem ist natürlich, die Temperaturen sind jetzt nicht so dermaßen gestiegen. Also wir hatten jetzt gestern, ich glaube, 0 Grad war die Höchsttemperatur. Heute soll es dann auf +2 gehen, Höchsttemperatur. Und ja, am Wochenende dann +3 und so in etwa bleibt es dann auch. Die Nächte sind noch ein bisschen kälter gewesen. Wir hatten dann heute -4 nochmal. Ja, und das sind dann so dementsprechend, ich glaube, am Samstag in der Nacht dann 0 Grad. Ist jetzt nicht so die Wärme, sage ich mal. Deshalb ja, dauert es halt auch eine Weile, bis es dann irgendwann mal aufgetaut ist. Ja, nichtsdestotrotz müssen wir da wahrscheinlich was machen. Weil selbst wenn die Leitung das überlebt hat, wir können ja nicht bei in den nächsten Jahren, wenn dann mal -10, -15 sind, dann immer darum bangen, dass diese Leitung nicht einfriert. Und ja, dementsprechend werde ich da vielleicht dann, oder muss ich da nochmal nacharbeiten. Aber ich hoffe, dass die Leitung es jetzt erstmal überlebt hat, wenn sie jetzt aufgetaut ist, dass ich dann mir das übers Jahr so ein bisschen einteilen kann, weil ich rechne jetzt nicht damit, dass wir nochmal -10 bekommen. Ja, kann man natürlich nicht ganz ausschließen. Es ist halt immer noch Januar. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es passieren kann, kann man ja auch dementsprechend, ja, sag ich mal, wenn die Temperaturen dann fallen, gegensteuern. Da habe ich halt, also hat halt einfach im Moment niemand, also bis zu dem Zeitpunkt niemand mitgerechnet, dass der Frost tatsächlich durch diese dicken Wände durchkommt. Also es ist ja wirklich eine dicke Ziegelwand, dann ist ein Hohlraum und dann ist ja halt nochmal 22 Zentimeter Blockstube, dicht aufeinander gesetzt mit Hanf dazwischen. Also das hat ja auch so einen gewissen Dämmwert, aber es scheint wohl übers Fundament reingekrochen zu sein und vielleicht der Übergang von der Blockstube, sage ich mal, zum Fundament, dass der an manchen Stellen vielleicht so ein bisschen offen ist und dementsprechend ist ja für die Blockstube gut, aber es bedeutet auch gleichzeitig, dass im Winter der Frost dort rein kann und das ist natürlich nicht so gut. Naja, da lassen wir uns jetzt mal überhaupt nicht von ärgern. Wir werden das schon hinkriegen. Also sobald die Leitung aufgetaut ist, werden wir dann wissen, ob wir da sofort was tun müssen. Und falls ja, der Klempner ist schon informiert, der Notdienst steht bereit. Also ja, ich muss dann im Prinzip, ich drehe dann das Wasser auf und wenn dann hier alle Hähne zu sind und trotzdem Wasserabnahme erfolgt, dann heißt es natürlich Leckage, dann drehe ich sofort wieder zu und dann muss der Klempner erstmal kommen und dann muss er das erstmal ja, reparieren, was ja vielleicht auch teilweise dann gar nicht so einfach ist. Ja, auf jeden Fall schaue ich mir das jetzt mal an. Ich gucke mal, wie es heute so wird. Ob vielleicht heute Abend mal was passiert ist, heute über Tag, dass die Leitung, die muss ja nur so ein ganz bisschen freifrieren, dass irgendwo das Wasser einen Weg findet, dort durchzukommen. Und dann könnte man es ja theoretisch einfach laufen lassen und das 8 Grad kalte Wasser, das wird dann den Rest auftauen. Also dann ist der Rest eigentlich kein Problem mehr. Es muss halt nur erstmal so weit auftauen, dass überhaupt Wasser durch kann. Und ja. Ach ja, liebe Leute, wir gucken mal. Ja. Und ansonsten muss ich sagen, also dieses Bleiamulett, ich trage es jetzt ja nach wie vor nicht, also ich werde es auch nicht mehr tragen. Das, ja, seit ich das weglasse, also von Tag zu Tag habe ich mehr Energie. Ich komme mit viel weniger Schlaf aus. Es ist einfach irgendwie, weiß ich nicht, ganz eigenartig. Also so dieses vorher, ich brauchte schon 9 Stunden, so, ich war abends fix und fertig. Ich konnte teilweise um 7:30 schon nichts mehr machen und das habe ich jetzt irgendwie alles gar nicht mehr. Also gestern war ein ganz eigenartiger Tag. Da sind wir, ich weiß gar nicht, da bin ich um 9, 9:30 ins Bett gegangen und ich war um 1:30 nachts schon wieder wach. Ich war komplett ausgeschlafen. Ich habe gestern den ganzen Tag vollkommen problemlos durchgezogen. Ich war abends nicht mal müde und ja, gestern, ja gut, ich war dann nachher müde, wo wir uns dann wieder hingelegt haben, so um 9. Einfach nur zum Fernseh gucken und da bin ich dann also müde geworden. Aber auch nur so ganz schleichend, also nicht so todmüde wie sonst. Also ja, ich denke mal, irgendein Effekt scheint das zu haben. Also das ist ganz eigenartig.
ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es ist, irgendwie mit so einer Bleivergiftung. Also das, was ich gelesen habe, das sind halt diese Symptome. Was ich mir halt nicht vorstellen kann, ist, dass da so schnell eine Besserung stattfindet. Also eigentlich fast, also die erste Besserung war eigentlich schon direkt 24 Stunden, wenn nicht sogar 12 Stunden, nachdem ich dieses Amulett abgenommen habe. No. Naja, auf jeden Fall Besserungen an allen Fronten. Das bedeutet natürlich auch, ich habe deutlich mehr Energie, um auch für den Vlog-Channel was zu machen. Und ich habe deutlich mehr Energie für alles. Man soll den Tag natürlich nicht vor den Abend loben. Wir werden jetzt mal den heutigen Tag noch abwarten. Ich muss bis 3 arbeiten heute. Ja, und wenn ich dann so viel Energie habe wie gestern, dann werden wir direkt mal was anfangen. Ja, was das sein wird, das wird sich dann ergeben. Also falls die Wasserleitung dann frei sein sollte, dann ja, muss ich dann wahrscheinlich, würde ich den Klempner dann eh kommen lassen. Weil man kann ja nicht ganz obwohl, wenn die Wasserleitung ein Leck hat, dann tropft es da nicht nur so raus, sondern dann spritzt es da raus. Also, ja, ich werde das Ganze mal beobachten und ja, dann schauen wir uns das mal an, was wir heute Nachmittag machen. Also, liebe Leute, bleibt dran, wir sehen uns. Ciao. Hallo Leute und herzlich willkommen am Samstag. Ja, ich bin jetzt gerade unterwegs. Ich werde jetzt ein paar Kleinigkeiten fürs Wochenende einkaufen. Wie ihr sehen könnt, es ist immer noch nach wie vor kalt. Ja, aber es gibt gute Nachrichten. Die Wasserleitung ist wieder frei und ist auch nicht beschädigt worden. Das heißt, ja, wir konnten das Wasser jetzt wieder anstellen und dauerhaft anlassen. Und das macht natürlich auch wieder vieles einfacher. Ja, ich würde mal sagen, ich werde jetzt schnell meinen Einkauf erledigen. Und dann gucken wir mal zusammen, was wir heute noch so Schönes machen können. Ich würde heute vielleicht gerne ein bisschen Weihnachtsdeko abbauen. Das wird auf jeden Fall Zeit. Und ja, ein bisschen was generell umbauen. Also bis später. Ja Leute, Mission Weihnachtsdeko einräumen, muss mal kurz einen Augenblick warten. Die Nachbarin war gerade da. Von der bekommen wir noch so eine alte große Kiste. Und ja, da würde ich jetzt gleich mal in 10 Minuten hinfahren. Sie hat schon mit einem anderen Nachbarn geredet und einen Anhänger organisiert. Und dann bringen wir das dann mal hier rüber und stellen es erstmal in die Scheune. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich habe die Kiste schon mal gesehen. Naja, ich zeige sie euch dann später.
So, liebe Leute, ein bisschen was ist geschafft. Ein bisschen Weihnachtsdeko habe ich abgebaut, beziehungsweise ja, ich würde sagen so 80%. Bisschen was muss noch gemacht werden, aber das machen wir dann so nach und nach. Ja, jetzt bin ich gerade erstmal in die Scheune gegangen. Ich war ja heute Morgen unterwegs und habe diese Truhe, die ihr hier im Hintergrund seht, von der Nachbarin geholt. Ja, die haben wir jetzt erstmal hier in die Scheune gestellt, hochgestellt, damit die nicht so nass werden kann, beziehungsweise keine klamme Bodenfeuchte aufnimmt. Ja, ich würde sagen, so richtig erkennen kann man sie gar nicht. Die ist auf jeden Fall bemalt. Hier ist ein Schlüsselloch, es existiert aber kein Schloss mehr dazu. Ja, von innen ist die eigentlich relativ leer. Ich weiß gar nicht, ob man das hier noch separat aufmachen kann. Warte mal. Ah, guck mal. Kann ich den Deckel ankippen? Ah, schlecht. Versuchen das mal so. Ich hoffe, das stört nicht zu laut. Ja. Hier oben ist noch eine kleine Klappe. Die kann man aufmachen. Und ansonsten ist es einfach eine ganz schlechte Kiste. Aber man sieht ja aber auch nichtsdestotrotz, hier ist überall alte Farbe drauf. Jede Menge Dreck. Also die hat schon relativ gelitten. Aber ich will mal gucken, ob man die wieder aufmöbeln kann. Und die ist hier auch mit einem richtig schönen Muster bemalt. Ich gucke mal, ob ich gleich noch ein Foto davon machen kann. Das will ich auf jeden Fall mal schauen, ob man das alles wieder so herrichten kann. Das dann so richtig schön aufzuarbeiten. Ja, hier zum Beispiel haben wir eine Abschlussleiste dran. Die fehlt schon auf dieser Seite. Also man muss schon ein bisschen arbeiten. Liegt noch ein bisschen Silvesterholz. Man muss schon ein bisschen arbeiten, damit man da wieder vielleicht was Schönes draus machen kann. Aber die ist schon wirklich sehr alt. Also ich weiß nicht. Es steht aber drauf 1742. Ich glaube nicht, dass die so alt ist. Kann aber sein. Also 1742, dann ist das auf jeden Fall eine ganz schöne Rarität. Ja. Und dementsprechend, ja, nicht wirklich was Besonderes im Sinne von Eisenbeschläge drauf oder so, aber ich denke mal, ja, rot gestrichen. Mal schauen, vielleicht kriegt man die wieder komplett aufgemöbelt. Das ist dann aber ein Projekt für wirklich später. Jetzt gerade im Moment möchte ich gleich mal schauen. Jetzt gleich im Moment gibt es erstmal einen kleinen Sonderauftrag. Hier oben liegt noch unser altes Bett, denn ja, wir haben ein kleines Problem. Ich habe mich gestern auf die Bettkante gesetzt und dann ist das Lattenrost eingebrochen. Also ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat sich das schon mechanisch über einen längeren Zeitraum immer mal wieder bewegt. Das ist auch nur eine angeleimte dünne Leiste unten, wo das Rost drauf ist und dementsprechend, ja, müssen wir jetzt erstmal irgendwie einen Ersatz finden. Also ja, ich habe es jetzt in der Nacht provisorisch repariert, sodass man dann halt auch dort schlafen konnte. Zur Not hätten wir ja noch das Gästebett gehabt. Aber wir wollen jetzt mal gucken, weil uns sowieso so ein bisschen die mittleren Bretter auch gestört haben, dass wir erstmal wieder unser altes Bett aufbauen. Ich muss aber erstmal schauen, dass ich das hier rausgeholt kriege. Ein altes Lattenrost, was dort ist, ist kaputt. Wir haben aber auch noch Lattenröste, da muss ich dann überprüfen, ob die passen. Und dann muss ich gucken, wo ich die Schrauben dafür hingepackt habe. Und wenn ich die nicht finde, ob ich dann noch Schrauben in der Werkstatt habe. Das würde ich jetzt mal machen. Und wenn ich das alles zusammen habe und alles griffbereit ist, dann ja, würde ich sagen, nehme ich euch gleich mit und wir bauen das alte Bett ab und dieses Bett wieder auf. Ja. Achso, und bevor ich es vergesse, heute Abend möchte ich auch noch mal im Keller ein Foto machen von der Wasseruhr und dann müsste ich mal schauen, dass ich dann irgendwie, wenn Sarah dann schläft, 2 Stunden später oder 2,5 Stunden später nochmal runtergehe, ohne dass eine Wasserabnahme da war und nochmal überprüfe, ob sich dort was getan hat. Nur um ganz sicher gehen zu können, ob auch wirklich nirgendwo ein Tropfen aus der Leitung kommt.
Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, dass dort Wasser entweicht, weil dann wäre dementsprechend Druck da und dann reicht ein kleines Loch und dann würde schon einiges entweichen. Aber ich habe einen Test gemacht mit dem Wasserhahn und wenn der nur ganz, ganz leicht tropft, dann sieht man der Uhr fast gar nicht an, dass die sich bewegt, beziehungsweise man muss schon sehr lange stehen bleiben. Und ja, einfach nur um ausschließen zu können, dass dort irgendwo ein Tropfen Wasser entweichen kann, würde ich das vielleicht heute Abend dann noch mal 'n bisschen genauer betrachten. Ja, und ich denke, dann nähern wir uns auch schon so langsam dem Ende des Tages. Es wird langsam schon dunkel draußen. Es ist ja gleich schon um 3. Ja, wir gucken einfach mal, was der Tag noch so bringt. Ich habe auf jeden Fall noch einiges vor, aber ich habe noch keine Ahnung, ob ich das ansatzweise heute schaffe. Ach ja, Leute, das Bett aufbauen gestaltet sich ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe. Ich habe ja alle Teile dann zusammengesucht und habe auch die Lattenroste, also ein, war ja kaputt, habe die anderen dann vermessen, das passte alles. Und da hatte ich alles aufgebaut und ja, bis zum Stand gerade. Und dann ist mir so aufgefallen, au, da fehlen ja noch 4 so eine komischen Stangen. Ja, und dann habe ich in der Scheune überall alles abgesucht, auf dem Dachboden und dort dann dabei und habe ich gedacht: „Das kann doch nicht sein, das hast du doch nicht weggeschmissen." Aber irgendwie so eine komischen weißen Stangen hatte ich mal weggeschmissen, so Flacheisen. Und da habe ich gedacht: im Container noch geguckt und, nichts ist geworden." Dann wollte ich gerade hochgehen, mir dann ich wollte dann Lattenstücke drunter schrauben und dann gerade hochgehen, nachmessen und dann dachte ich so: „Wisst ihr was? Aber weißt du was? Ich gucke mal einmal oben auf dem Dachboden." Sehr unwahrscheinlich, aber ich gucke einfach mal. Ja, dann bin ich auf den Dachboden geklettert und habe dann dort überall geguckt, jede Ritze, jeden Winkel, überall und da war nirgendwo 'n zusammengeschnürtes Paket. Ich hatte damals ja zusammen mit den Stangen vom Kleiderschrank und diese Stangen vom Bett und so hatte ich dann mit Kreppband in so 'n Bündel gepackt. Das wusste ich noch. Ja, und dann die allerletzte Stelle hinten am Giebel auch noch oben auf 'n Holz gelegt. Ich habe nur zufällig hingeguckt und dachte: „Das kann doch nicht sein." Da waren sie dann. Da waren sie dann. Ja, haben die Hausgeister mir wahrscheinlich dorthin gelegt, die kleinen Hauswichtel, damit ich das noch fertig machen kann. Ist auf jeden Fall 'ne Arbeitserleichterung. Ja, einzigste Problem war, ich habe die Schrauben nicht gefunden. Ähm, Die werden wahrscheinlich in irgend 'nem Zusammenschrauben-Büchsending gewandert sein und dann später in den Container. Ich habe die ja mal alle durchsortiert und geguckt, welche kann man noch benutzen und welche sind zu verrostet und gar nicht mehr tauglich. Vielleicht habe ich sie auch noch, aber naja. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal gucken. Ich hatte hier diese Schraubenbüchse. Da waren passende drin, die ich für die großen Teile brauchte, für den Rahmen. Und jetzt brauche ich kleinere Schrauben. Praktisch solche, muss ich mir gleich mal ausmessen. 50er Durchmesser. Die, ja, da brauche ich 10 Stück von mit Mutter. Ich hoffe, ich finde noch welche. Aber ich denke, da bin ich guter Dinge. Ja. Ich bin so erleichtert, dass wir es noch gefunden haben. Ja. Gerade war ich auch draußen nochmal, bin dort lang gelaufen und heute ist ja hier bei der Feuerwehr vom ganzen Ort Weihnachtsbaum verbrennen und da wollten Sarah und ich eigentlich hin, aber es ist jetzt schon 18 Uhr. Ich habe gerade Inge gefragt, die vorbeigelaufen war, wie lange das dort ungefähr geht und sie sagte, ja, 7, halb 8, 8.
Ich denke, das werden wir leider nicht mehr schaffen. Aber naja, das Bett geht nun mal vor. Irgendwo muss man ja heute Nacht schlafen. Na, hier könnt ihr euch im Übrigen auch schon drauf freuen. Das ist hier auch noch recht chaotisch. Da werden wir dann auch jetzt im kommenden Jahr aufräumen. Vielleicht auch erst Richtung Herbst hin. Vielleicht auch zwischendurch immer mal so ein bisschen. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall, ja, da warten noch einige, sehr viele riesige Großprojekte auf uns. Ja, wir können noch ganze Räume dazu bringen oben und ja, wir müssen noch Werkstätten einrichten, Betonböden gießen. Ah, Leute, das Projekt hier geht bestimmt noch 10 Jahre so weiter. Mit Dach und allem. Also da habt ihr auf jeden Fall Content für die nächsten, keine Ahnung, ja, 10, 15 Jahre. Gut, ich werde jetzt mal die Sachen raussuchen, dann oben die restlichen Bette Zusammenschraubarbeiten erledigen und dann, ja, gucken wir mal, was heute noch wird. So, liebe Leute, fertig. Das war ein Akt, dieses Bett aufzustellen. Naja, auf jeden Fall hat es eine ganze Weile gedauert und ich bin bestimmt 30 Mal die Treppe hoch und runter gelaufen. Aber naja, was will man machen? Jetzt haben wir auf jeden Fall ein vernünftiges Bett für heute Abend und jetzt haben wir hier in der Mitte auch nicht mehr diese Holzkante. Ich bin mal gespannt, was Sarah dazu sagt. Und ja, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal Abendbrot und wir sehen uns dann wahrscheinlich gleich zum Outro wieder. Also bis dann. So Leute, alles erledigt. Ich werde jetzt gleich mal duschen gehen. Und ja, irgendwann dann denke ich mal so in einer Stunde, anderthalb, wenn Sarah dann schläft, dann gehe ich nochmal runter in den Keller, werde nochmal ein Foto von der Wasseruhr machen. Und ja, da muss ich mal gucken, dass ich, wenn wir dann heute Nacht nochmal aufstehen, bevor wieder eine Wasserabnahme ist. Ich wette, der Winterdienst. So kalt ist es gar nicht mehr. Warte, vielleicht sieht man es ja sogar. Müsste jetzt jeden Moment vorbeifahren. Man sieht es sogar. Ja, auf jeden Fall, bevor dann die nächste Wasserentnahme erfolgt, muss ich dann nochmal runter in den Keller und muss dann nochmal schauen, ob sich was verändert hat. Also ich mache im Prinzip nochmal genau so ein Foto. Und dann sehe ich ja, ob eine minimale Wasserentnahme stattgefunden hat. Aber ich denke mal, dass wenn dort irgendwas kaputt wäre, dann würde man da schon hinterkommen. Ja. Und ansonsten schauen wir mal kommende Woche. Kommende Woche ist, glaube ich, nicht so stressig wie diese Woche. Also es wird ja generell schon besser auf der Arbeit. Und seit ich dieses Bleiamulett nicht mehr trage, geht es mir ja sowieso schon wieder deutlich besser. Aber wir müssen trotzdem mal schauen, ob nächste Woche vielleicht noch zwischendurch was da reinkommt. Ansonsten habe ich vielleicht endlich mal Zeit, ein bisschen mehr unter der Woche zu vloggen und nicht nur am Samstag. Ihr dürft also schon gespannt sein. Ja, und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und ja, ich würde sagen, schönen Start in die neue Woche. Lasst euch nicht ärgern und wir sehen uns. Ciao.